Hallo liebe Schweinekubisten und willkommen zu den Mock 10 der Woche, denn es ist wieder Sonntag und für alle, die diese Einleitung schon oft genug gehört haben, sie hört in der Regel bei 1 Minute 30, 1 Minute 40 ungefähr auf. Ich kann noch nicht in die Zukunft sehen, aber ungefähr da sollte es zu Ende sein. Für alle anderen kurz die Einführung, was das hier ist. Jeden Sonntag schaue ich mir die neuen Mocks an, die letzten 10 Wochen rausgekommen sind, beziehungsweise von den Anleitungen rausgekommen sind. Denn, um hier reinzukommen, muss man eine Anleitung veröffentlicht haben in irgendeiner Form. Video, PDF, Bilder, völlig egal. Hauptsache, sie ist da. Ordne diese Mocks in eine Reihenfolge, wie sie mir persönlich am besten gefallen. Und die 10 ersten Plätze, die dabei entstanden sind, die kommen hier dann sonntags in die Liste. Plus einen Platz von einem älteren Mock, das nicht aus dieser Woche ist, das mir aber trotzdem gefällt und das ich vorstellen möchte. Alles komplett subjektiv, hier gibt es keine Objektivitäten, hier gibt es nur meine Meinung. Jetzt im Hintergrund gerade seht ihr ein Mock, das nicht Teil dieser Liste ist, denn das ist ein Mock, das ich selbst gemacht habe, von letzter Woche, mein kleines Hoglin. Jetzt muss ich noch ein paar Sekunden reden, um den Leuten, denen ich vorhin gesagt habe, dass das erst bei 1 Minute 30 richtig losgeht, das Versprechen halten zu können, sonst gucken die blöd, wenn ich jetzt gleich einfach mittendrin schon in der Nummer 10 bin, wenn sie bei 1 Minute 30 ankommt. Das wäre etwas blöd. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich jetzt so schnell rede. Jetzt ist aber 1 Minute 30 angekommen, zumindest bei mir bei der Aufnahme. Vielleicht fliegt noch was raus beim Schnitt gleich. So oder so kommen wir jetzt zu Platz 10 und starten damit in die Mock 10. Übrigens, Links zu allem gibt es unten in der Beschreibung. Und die Nummer 10 ist Hashibira Inosuke von Legomania Josh. Anleitung gibt es für $4. Die Teile kosten insgesamt so etwa 40 Euro. Mal wieder ein Klotzkopf. Hatten wir eine ganze Weile gar keine mehr. Jetzt kommen wir wieder ein paar zur Zeit. In diesem Fall ist es eine Figur aus dem Anime Demon Slayer. Und ist ganz interessant. Also zum einen, der Torso ist sehr anders gebaut als sonst. Ja, mit diesen runden Teilen und Platten statt halt in einem auf, und das ergibt eine sehr realistische Muskelstruktur. Also man sieht halt, dass der Kerl bepackt ist. Wobei das Lustige ist, so extrem bepackt ist der gar nicht, wenn ich ihn im Vergleich zu anderen Figuren sehe. Aber der hier sieht so aus. Gleichzeitig hat er das Schwein auf dem Kopf. Das sieht eigentlich sehr niedlich aus, das Ganze. Ist im eigentlichen Anime überhaupt nicht niedlich, der Charakter. Ich meine, das ist Demon Slayer. Da ist kein Charakter niedlich. Aber ja, auf jeden Fall ein schönes Teil. Wie gesagt, der Körper, interessante Bauart. Auch die Arme, dadurch, dass sie etwas abgespreizt sind, anders gebaut als sonst, bekommt die Figur eine gute Pose hin für das Halten der Schwerter. Also, das funktioniert. Ist auf jeden Fall nett. Auch in Richtung süß geht es auf Platz 9 mit Oliver C. Götzes Funny Birds Peacock, kostenlose Anleitung, Teile kommen auf ungefähr 5 Euro. Das ist nur einer von vielen Funny Birds. Diese Woche sind, ich glaube, über 20 davon aufgetaucht als Anleitung. Das sind alle so kleine Geschichten, ungefähr in der Größe wie der hier, immer Variationen davon, alle von Oliver C. Götz. Und ich habe den V einfach mal als Beispiel rausgenommen. Das ist der, zusammen mit der Ente würde ich sagen, gefällt mir am besten. Es gibt aber etliche andere noch. Es gibt eine Taube, einen Geier, einen Adler, einen Dodo, einen Kiwi, einen Schwan, einen Strauß. Also so ziemlich alles, was an Vögeln euch auf Anhieb anfällt, ist bereits da und wahrscheinlich kommt der Rest dann nächste Woche. Ich warte noch auf einen Kasua, aber ansonsten ist das schon ziemlich weit und die ganze Serie ist klasse. Also die kann man sich wunderbar auf dem Regal setzen, sehen ulkig aus. Jeder davon ist nett gestaltet. Beim V speziell gefällt mir die Verwendung von diesen Donuts als Pfauenaugen und auch die Kirsche oben auf dem Kopf da als Federding. Sehr niedliche Geschichte. Eigentlich alle sind, glaube ich, alles kostenlose Anleitungen und auch bei den Teilen liegt der auch. Ich glaube, der V ist schon am oberen Ende, weil die Donuts relativ viel kosten mit seinen 5 Euro. Also das ist echt so ein Kleinkram, den kann man einfach mal mitnehmen und sie sehen ulkig und lustig und niedlich aus. Auf jeden Fall. Gehen wir mal etwas größer auf Platz 8 mit dem Fairground Meteorite Ride, aka Roundup oder Spinball. Und die Dinger haben, glaube ich, auch auf Deutsch einen Namen. Das sind diese Dinger, wo man sich reinsetzt und man sitzt mit dem Rücken zur Außenwand
Und dann wird man halt gedreht, wie in so einer Zentrifuge. Ich habe keine Ahnung, wie die in Deutschland heißen. Ich war in diesem Jahrzehnt noch nicht auf einer Kirmes. Könnte daran liegen, dass es hier in der Gegend in diesem Jahrzehnt noch keine Kirmes gegeben hat. Willkommen mit der Apokalypse. Aber dieses Ding jedenfalls hat Gregos Fairground gestaltet. 8 Euro für die Anleitung. Teilepreis habe ich nicht, weil das jetzt bei Mox Market ist. Er hat noch ein paar andere solcher Kirmes-Attraktionen gebaut, auch so in diesem Stangenstil. Ich finde auch ganz nett, dass der LKW dabei ist, dass man das mal eben auf einen Auflieger laden und dann wegfahren kann, wie bei einer richtigen Kirmes, dass man also auch so einen Konvoi aus Kirmes-Trucks machen kann, quasi, wenn man die Dinge hat. Das ist alles ganz nett. Relativ großes Teil, gut gelungen, interessante Optik, sieht man nicht so häufig, aber manchmal sieht man sie und das ist dann nett. Bleiben wir noch ein bisschen auf der Kirmes mit etwas, was nicht ganz komplett ist, aber das soll es in dem Fall auch nicht sein. Der Rollercoaster Treadlift von Legotaku. Der Name bedeutet, dass er ein Fan von Beinen ist. Ich glaube, bei der Namensfindung ist da ein bisschen was durcheinander geraten. Aber auf jeden Fall hat er diese Achterbahnaufzug gestaltet. Die Anleitung gibt es für 12 australische Dollar. Australische, nicht amerikanische. Und die Teile kommen auf immerhin doch immer noch 80 Euro. Ein Teil ist dabei, da sagt er selbst, das muss nicht unbedingt da sein oder kann man auch in einer anderen Farbe nehmen, dann wird es günstiger, um vielleicht einen Zehner. Aber okay, das ist der unwichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist, das ist ganz interessant, er hat es gebaut als Alternative zu den Achterbahnauffahrten, die man sonst so sieht und kriegt, die halt auf Ketten basieren. Und hat stattdessen gesagt, nee, ich nehme halt Raupen von einem Bagger oder sowas und lasse die seitlich rotieren und benutze die für den Aufzug. Das funktioniert halt auch. Ist ein bisschen auffälliger vom Aussehen, ja. Auf der anderen Seite ist es ein Startbereich. Wieso soll der nicht ein bisschen anders aussehen? Es funktioniert auf jeden Fall. Man kann das Ding mit einer Kurbel bedienen oder motorisieren. Beide Optionen sind vorgesehen. Das funktioniert und ist auf jeden Fall eine ganz nette alternative Lösung zu dem, was man sonst kriegt, weil Ketten sind auch verdammt teuer bei Lego. Aber hey, Preise sind relativ, gerade bei Lego-Teilen. Und das zeigt uns insbesondere Platz 6, der Oshkosh M911 Mad Max Daddy's Little Princess von Stefan Weinert alias Legolaus. Die Anleitung 14,99 ist schon im oberen Preissegment. Das ist aber absolut gar nichts gegenüber dem Teilepreis. 1200 Euro. Wenn ihr die Teile nicht schon da habt, das ist beeindruckend. Damit das mit Abstand teuerste Modell zu bauen diese Woche. Noch nicht die teuerste Anleitung übrigens. Aber ja, ich glaube nicht, dass den ernsthaft hier jemand baut aufgrund der Kosten. Es sei denn, er hat wirklich die Teile schon da. Dennoch, denke ich, ist das ein Teil, was man mal gesehen haben sollte. Ein richtig schöner, großer Technik-Truck im Stil von Mad Max. Ich glaube nicht, dass das ein konkretes Fahrzeug ist, das in den Filmen vorgekommen ist, sondern das ist einfach nur der Stil und in dem Stil halt was gebaut. Der Bau ist extrem komplex und das ist vielleicht etwas, was für Technikfans nochmal lohnt, ist sich anzuschauen. Dieser wirklich komplexe Bau mit den ganzen Getrieben, Verschränkungen und so weiter. Im Inneren, wie das alles zusammenpasst, funktioniert und zusammenspielt. Ja, ansonsten gigantisches Teil, durchaus beeindruckend, allein schon aufgrund der Größe. Aber schrauben wir die Größe mal ein bisschen zurück und kommen auf Platz 5, auch in eine andere Zeit, nicht mehr in die Zukunft, sondern mal in die Vergangenheit, mit dem Medieval Guard Tower von Balan 0613. Eine Anleitung für 16 Euro und die Teile ungefähr 160 Euro. Also für die Größe durchaus übliche Geschichten hier. Das ist allerdings die teuerste Anleitung, die wir diesmal haben. Also die Anleitung, 16 Euro ist schon nicht wenig für eine Anleitung. Aber okay. Ein etwas ungewöhnlich aussehender Turm, ja, ganz offensichtlich, wenn man das Bild sieht. So erwartet man einen Turm im ersten Moment nicht. Hat einen Anschlusspunkt für eine Brücke oder einen Steg. Und obwohl das Ding so ungewöhnlich aussieht, ergibt es trotzdem absolut Sinn, wenn man es sich anschaut, im Kontext des Mittelalters denkt, wie so ein Turm gewachsen ist. Ihr habt eine Steinbasis, dran ist ein Holzbau, das ist durchaus im Mittelalter so gemacht worden. Und das ist trotz des ungewöhnlichen Aussehens ein durchaus realistischer mittelalterlicher Turm, wie er ausgesehen haben kann, bevor halt die Holzteile
verrottet sind und das Ding am Ende so aussieht, wie mittelalterliche Türme heute aussehen, beziehungsweise die Reste davon. Ja, nett gestaltet. Der Anschlusspunkt ist ganz praktisch, ist dazu gestaltet, auch mit anderen Mocs vom selben Designer verbunden werden zu können. Gerade mit der mittelalterlichen Schmiede, die er gemacht hat, die wir, glaube ich, auch damals hier in den Mok 10 hatten. Und ja, er ist also offenbar ein zuverlässiger Designer von guten mittelalterlichen Gebäuden. Zurück in die Gegenwart mit Platz 4 mit einer etwas ungewöhnlichen Sportart. Ist es eine Sportart? Ist es ein Spiel? Es ist irgendwo dazwischen. Das ist Sport ja meistens. Das Minidisc Golf von Thomas Bean. Kostenlose Anleitung. Die Teile kommen auf ungefähr 50 €. Das liegt an zwei Gründen. Erstens sind da jede Menge Ketten verbaut. Und zweitens werden als eigentliches Sportgerät die Slicer-Discs benutzt. Beziehungsweise Slicer-Scheiben. Wer die nicht kennt, Lego Slicers war ein Technik-Subthema 1999-2000 rum, wo so Roboter mit so Scheiben geschmissen haben. Und das war das Ding. Wer in der Zeit gesammelt hat oder auch nur alte Lego-Vorräte hat, der hat wahrscheinlich jede Menge von diesen Scheiben dabei. Wenn er irgendwas mit Technik zu tun hatte, da gab es damals unglaublich viele von. Und die hat man auch an allen Ecken und Enden bekommen. Scheibengolf ist ein Sport, den es offenbar auch bereits gibt. Den hat er jetzt nicht erfunden. Ich wusste das auch nicht, dass es das gibt. Ich kannte Fußballgolf, aber Scheibengolf kannte ich noch nicht. Das ist quasi eine Indoor-Variante mit den kleinen Scheiben. Er hat es gebaut, weil er hatte gerade so viele Ketten übrig und hat Spaß an Scheibengolf. Und jetzt kann man es auch im Haus spielen. Mit den Scheiben muss man auch nicht so viel Angst haben, dass man irgendwas kaputt schmeißt. Auf jeden Fall. Sieht nach einem sehr spaßigen Spiel aus. Das mal überlegen, ob ich das tatsächlich auch baue. Da brauche ich noch einiges an Ketten, die ich nicht habe. Und ich glaube, ich habe nur 2, 3 von den Scheiben. Damals aus der Slicer-Linie, weil 2000 war so ungefähr der Anfang meines Dark Age. Da habe ich nicht viel. Auf Platz 3 gehen wir aber wieder in die Zukunft mit richtig stylischer Geschichte. Um Gottes Willen, wie spricht man den denn aus? Bugatti? Ja, das ist nah genug dran. Von Aventus Engineering System. Aventus Engineering System macht öfter mal komplett eigene Raumschiffentwürfe. Das hier ist einer, ich glaube, der Name sagt schon, was es ist. Die Idee, was passiert, wenn Bugatti einen TIE Fighter baut. Das Ergebnis, muss ich ehrlich sagen, sieht nicht mehr aus wie ein TIE Fighter, überhaupt nicht. Hat immer noch viel von einem Bugatti. Bisschen was von einem TIE Bomber von der Form her. Okay. Aber schon eine ganz eigene Geschichte. Und ein paar interessante Teileverwendungen, wie zum Beispiel die Räder da als Antriebe. Es ist kein Alternativbau. Es sieht aus, als wäre es der Alternativbau von irgendeinem anderen Set. Ist es nicht. Das Ding ist komplett unabhängig entwickelt worden. Mit halt der Idee, hey, wie sehen Bugatti als TIE Fighter aus? Das kann ich respektieren. Und ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, was der ganze Spaß kostet. 7 € kostet die Anleitung und die Teile insgesamt etwa 300 €, weil da ein paar seltenere Technikgeschichten dazwischen sind. Keine seltenen Technikgeschichten, sondern eher die ganz andere Richtung, was den Alterszuschnitt angeht, haben wir auf Platz 2 mit dem Lego Duplo Mad Max Car von Hachiroku 24. Kostenlose Anleitung in Form eines YouTube-Videos. Die Teile konnte ich jetzt nicht so schnell recherchieren im Preis, aber das größte und wahrscheinlich auch teuerste ist definitiv dieses Duplo-Auto. Viel interessanter als konkret das Ding nachzubauen ist, glaube ich, sich einfach mal das Video anzuschauen und so ein bisschen dadurch reinzufinden in die Art und Weise, wie man mit Duplo und System im Verbund bauen kann. Da sind ein paar interessante Geschichten bei, beispielsweise hier ein 2x2er Standardstein auf dem Kopf auf die Unterseite eine Duplo-Noppenaufnahme zu stecken. Solche Geschichten halten dann, um das Duplo-Auto rumzubauen. Das ist einfach auch mal interessant zu sehen. Also schaut einfach mal das Video an, was man mit Duplo so machen kann, wenn man ein bisschen außerhalb des Standards baut. Ich bin großer Fan davon, Duplo mit normalen Steinen zu kombinieren. Mega Construx hat es ja eine Weile gemacht, 1, 2 Jahre, hat sich leider nicht wirklich durchgesetzt, aber es gibt ein paar Sets, da haben die das gezielt eingebaut. In den Power Rangers Linie, bei Dino Trucks und lustigerweise bei der einen Barbie-Puppe, die Mega Construx-Steine dabei hatte. Die werde ich hier irgendwann auch mal vorstellen. Und ich finde sowas immer wieder spannend, so unkonventionell damit umzugehen, dass Lego und Duplo technisch gesehen einfach kompatibel sind.
Ja, schaut es euch mal an, wenn euch interessiert, wie man sowas einfach mal bauen kann und vielleicht ein bisschen was anderes hinbekommt. Und nun, bevor wir zu Platz 1 kommen, noch kurz die lobenswerte Erwähnung. Und ich hatte diese Woche schon versprochen, ich bringe einen Acklay mit. Und hier ist er nun, ein Acklay von Mitchells Mox, der beste Acklay, den ich bis jetzt gefunden habe. Ich hatte ja gesagt, diese Woche bei dem Acklay-Video vom Lego Star Wars Magazin, von dem alten, dass leider Lego nie einen offiziellen Acklay gemacht hat, außer diese eine Magazinbeilage. Hier ist jetzt einer in Minifigurenmaßstab ausgewachsen. Die Magazinbeilage war ja eher, zählen wir es mal als Jungtier, groß genug, um zu funktionieren, aber noch nicht so groß wie ursprünglich im Film. Wer jetzt fragt, was im Himmels will, ist ein Acklay. Erstens das Ding, was ihr auf dem Bildschirm seht. Zweitens, das Vieh stammt aus Star Wars Episode 2 und hat da Obi-Wan angegriffen in der Arena auf Geonosis. Das waren eigentlich klasse Viecher. Ich vermisse immer noch, dass die nie in Lego offiziell rausgekommen sind. Hier haben wir halt einen als Mock. Wie gesagt, ich habe einen versprochen, im Minifigurenmaßstab. Diese Woche auf dem lobenswerten Platz. Und da ist er. Anleitung für 2,50 $. Die Teile halten sich mit 30 € durchaus zivil. Und es ist definitiv ein gelungener Acklay. Und nun Platz Nummer 1. Diese Woche geht an Sassy Seal mit Striker Eureka. Striker Eureka, einer der Roboter aus Pacific Rim. Ich glaube, der ist auch aus dem ersten Film. Sassy Seal hat eine Menge Roboter inzwischen aus Pacific Rim als Mox gebaut. Alles so um die 1000 Teile. Dafür ist der Preis auch durchaus noch zivil. Die Anleitung mit 10 $ und die Teile dann mit 180 € ungefähr. 180, 190 sowas rum. Oder rundet es meinetwegen auf 200. Der Punkt ist, ne, dafür, dass es über 1000 Teile sind, durchaus alles zivil und gut und das Ergebnis sieht auch noch gut aus. Ja, vieles daran ist nicht Standard, aber es ist alles gut in einem Guss umgesetzt. Und was mir an diesem hier besonders gefiel, aus der Reihe von Pacific Rim Max, die Sassy Seal gemacht hat, ist die Konstruktion der Brustplatte. 2 Hälften und mit diesen Käseecken dann so abgeendet, dass es halt einen glatten Abschluss gibt. Das ist eine effektive Verwendung. Außerdem besteht die größtenteils aus diesen Scheinwerfersteinen, also die 1x1er mit der Einzelnoppe an der Seite, die etwas eingelassen ist in das Profil des Steins. Auch ein Muster, das man nicht so oft sieht, das aber eigentlich sehr nützlich ist und sehr gut funktioniert. Und für diese Konstruktion und den beeindruckend großen Mech, der funktioniert und nicht zu teuer ist dafür, was er ist. Dafür gibt es diese Woche den ersten Platz. Wer nächste Woche die Plätze 10 bis 1 macht, das sehen wir dann in der nächsten Woche. Kann ich noch nicht sagen, weil diese Mox gibt es ja noch nicht. Aber das werde ich im Laufe der Woche sehen, welche es gibt. Und dann Sonntag wieder zeigen. Ich sage jetzt erstmal bis dahin.